Du interessierst dich für den Mopa Faserlaser aus hobbytechnischen Gründen oder du möchtest gerne damit Geld verdienen, dann glaube ich, bist du genau richtig in diesem Einführungsvideo hier, denn ich werde über erstmal die Details sprechen. Was ist der Unterschied zwischen einem Mopa Faserlaser und vielleicht einem Diodenlaser? Was kann man von diesen Systemen erwarten hier, was hier steht? Und worüber die meisten nicht sprechen ist, das ist dieser Faktor Zeit, der ganz entscheidend ist, wenn man damit Geld verdienen möchte zum Beispiel. Ich habe hier den Mopa Faserlaser von Triumph und ich werde dir auch erklären ganz genau, warum ich diesen Laser jetzt von diesem Hersteller ausgewählt habe. Und ich werde über Schnittdaten sprechen, das heißt, du erfährst dann auch, wie ich zu meinem Ergebnis gekommen bin und worauf man achten möchte und würde sagen, wir starten jetzt mal als allererstes mit den Details von diesem Gerät hier. Das hier ist die sogenannte Split-Version. In der Split-Version habe ich mein Lichtmodul, mein Leistungsmodul, mein Treiber. Das ist alles hier drin verbaut. In diesem, ich würde sagen, es sieht so aus wie ein PC-Tower und von meinem Arbeitsbereich bin ich komplett abgekoppelt. Das heißt, in meinem Arbeitsbereich habe ich auch Platz zum Arbeiten. Es baut nicht so groß auf und meine Arbeitsplatte steht einfach nicht voll mit Gerätschaften. Das Ganze ist nur bedingt voneinander getrennt, denn es gibt eine feste Verbindung und das hier sind die Lichtleiter, die sich hier drin verbinden. Man hat ungefähr so 1,50 Meter bis 2 Meter Leitung hier zwischen fest verbunden, die ich auch nicht lösen kann. Aber trotz alledem kann ich dieses Modul hier unter meinem Tisch verstauen und habe dann Platz zum Arbeiten. Das Ganze gibt es bei Triumph jetzt auch nochmal als komplette Einheit, wenn man jetzt keinen Arbeitsplatztisch hat zum Beispiel, sondern ich richte was komplett Neues ein, dann gibt es das dann auch mit inkludierten PC drin, mit Bildschirm und allem drum und dran. Die Version brauchte ich nicht, denn A, ich hatte einen PC und B, nicht so viel Platz, dass ich dann nochmal so ein großes Gerät hinstellen kann, was aussieht wie ein eigener Arbeitsplatz. Bei mir in der Werkstatt steht das Ganze schön auf der Werkbank und das Modul unter der Werkbank. Das Ganze wird mit 230 Volt betrieben, total sympathisch. Natürlich, ich habe hier einmal dann die feste Verbindung. Bei meiner Version habe ich einen Motor, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man etwas ganz Bestimmtes machen möchte. Darüber rede ich dann auch gleich noch. Der wird dann mit dem Leistungsmodul verbunden und natürlich ein USB-Kabel, was dann zum PC geht. Das sind die einzigen Verbindungen. Wenn ich jetzt in puncto Fließbandarbeit, also mehrere Produkte schnell durchlaufen lassen möchte, muss ich nicht immer zur Maus greifen, denn es gibt einen mitgelieferten Fußschalter. Dann heißt es, ich habe hier eine Einheit, wo ich immer einen Anschlag habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mehrere Visitenkarten mache, was total cool ist, zeige ich natürlich auch gleich noch, lege ich eine Visitenkarte drunter, Fußtaster auslösen lassen und muss nicht immer zur Maus greifen, sondern kann mich auf die Produkte und auf die Geschwindigkeit ist auch ein ganz, ganz großes Stichwort hier bei 100 Watt Leistung, konzentrieren und habe dann so schnell wie es geht meine Produkte auch fertiggestellt. Also das mal zum Hinweis, wenn man damit Geld verdienen möchte. Hier in dieser Einheit, habe ich ja gerade gesagt, befindet sich die motorisierte Z-Achse. Die ist total wichtig, wenn man Tiefengravuren macht, gerade bei höheren Leistungen. Dann verlasse ich nämlich nicht meinen Fokuspunkt. Der Fokuspunkt ist extrem wichtig, dass ich die Leistung konzentriert auf meine Arbeitsfläche einbringe. Und wenn ich jetzt eine Tiefengravur mache, muss dieser ganze Kopf dieser Einheit mitverfahren in der Z-Achse. Tut sie das nicht und du hast hier oben manuellen Betrieb, müsstest du theoretisch nachfahren, denn du verlässt halt deinen Konzentrationspunkt, deinen Fokus und dann könnten Unschärfen in der Arbeit entstehen, aber auch Leistungsverluste. Leider gibt es bei den Lasern keine eierlegende Wollmilchsau in Bezug auf die Materialien und die Arbeitsflächen. Du weißt vielleicht schon, dass bei einem Diodenlaser da große Flächen mit bearbeitbar sind und wenn man jetzt hier sieht, je nachdem welche Optik man verbaut hat, redet man auf einmal über Arbeitsflächen von 70 x 70, 200 x 200, 110 x 110. Und da fragt man sich, hey, warum können die denn nicht einfach größere Flächen bearbeiten? Das ist einfach so, dass dieser Laserkopf hier, dieser Galvo, mit Spiegeln arbeitet und den Laserstrahl natürlich dann dahin richtet, wo er arbeiten muss. Und je schräger er wird, desto ungenauer wird das natürlich auch das ganze Ergebnis. Das heißt, auch hier muss man auch darauf achten, dass der Fokuspunkt
in der Arbeitsfläche natürlich immer genau ist und deswegen muss man auch hier Linsen nach seinem Arbeitsbereich auswählen. Ich habe jetzt hier eine Linse drin, die ist eine 160er, das heißt 160 ist einmal die Bezeichnung für den Abstand von der Linse zu meinem Objekt und hat dann einen Arbeitsbereich von 110 mal 110. Ich habe noch eine zweite Linse, die ist 256 und hätte dann einen größeren Arbeitsbereich, aber auch einen höheren Abstand dann schon zum Produkt. Und deswegen sieht man hier auch diese Skalierung, denn man muss, je nachdem wie groß mein Produkt ist, was ich lasere, natürlich dann nach der ausgewählten Linse auch den bestimmten Abstand haben, um meinen Fokuspunkt genau auf mein Objekt zu platzieren. Diesen Fokus hier bei diesem System einzustellen ist mega einfach, denn ich habe hier einen Hilfslaserpunkt und wenn ich hier über den Galvo einen Punkt nach unten projiziere, habe ich 2 Punkte auf meinem Objekt und wenn ich jetzt die Z-Achse verfahre, dann wandern diese Punkte entweder auseinander oder zusammen und wenn die sich treffen und genau übereinander liegen, wo ich dann hier den Hilfslaser auch nochmal einstellen kann in der Lichthelligkeit oder ich kann ihn auch komplett abschalten, dann weiß ich ganz genau, wenn die Punkte übereinander liegen, habe ich einen optimalen Fokuspunkt. Was total fasziniert, das ist das Treffen eines Objektes, wenn ich es hier drunter lege. Und das kenne ich als alter Laserer überhaupt gar nicht. Denn da war es ja so, man kann nur mit diesem Hilfslaser ein Viereck oder die Konturen abfahren, aber dieser Laserstrich bleibt nicht auf meinem Objekt bestehen. Und hier ist es so, ich kann in der Software, wenn ich jetzt eine Visitenkarte laser, einfach die Umrandung nachkreieren und hier dann drauf projizieren und lege mein Objekt hier drunter und treffe es dann nachher auch komplett da, wo ich es haben möchte, weil ich einfach die Konturen hier anzeigen lassen kann. Und das begeistert schon mindestens genauso wie das Geräusch, wenn der Laser arbeitet. Also wenn ich Arbeiten wiederholen muss, mehrfach wiederholen muss, dann kann ich mir hier über das Lochraster Hilfsmittel schaffen. Natürlich, dass ich irgendwo einen Anschlag habe und dann in X und Y einfach eine Kreditkarte einlege oder ich laser mir was, ich weiß nicht, wenn du vielleicht sogar einen Diodenlaser hast, eine Vorlage mit einer Einbuchtung drin und schraube hier die dann feste. Richte das Ganze einmal aus. Zur Not kann ich es ja auch im Programm noch mal ein bisschen feinjustieren und bin dann gewiss, dass ich immer wieder die exakt gleiche Position treffe, denn hier ist eine Genauigkeit von einem Tausendstel bei diesem Laser und das ist für unser Auge einfach dann nicht mehr erreichbar. Diese Genauigkeit, ich sage mal so, alles unter einem Zehntel sehe ich persönlich nicht mehr so genau, dann wird es schon schwierig, aber bei einem Tausendstel, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, wie genau das Ganze nachher arbeitet. Ich möchte dir einmal erklären, warum ich Triumph ausgewählt habe als Hersteller, denn es gibt im Netz ultra viele Angebote an Mopa-Laser und manche locken mit Preis zum Beispiel. Also bei Amazon und Co. Da findet man Angebote, die sehr, sehr, sehr verführerisch sind aufgrund des Preises. Aber wenn man mal nachforscht, dann sind das keine eigenen Hersteller, sondern es sind Wiederverkäufer, die irgendwo diese Produkte billig einkaufen, zusammenschrauben lassen und dann auch minderwertige Produkte leider hier in diesem System drin verbauen. Und bei einem Hersteller selber kann dir das nicht passieren, denn du kannst dich komplett darüber informieren, welche Produkte auch verbaut sind. Ich möchte da ganz speziell einmal das Lichtmodul ansprechen. Hier ist ein JPT M7 Modul drin. Das ist ein hochpreisiges Modul, also eins der besten Module, die wir jetzt hier so als, ich nenne mich jetzt auch mal Hobbyist, beziehen können oder diejenigen, die halt hier mit Geld verdienen möchten, die sollten auf jeden Fall nicht in diese Geldfalle oder in diese Angebotsfalle reintappen, dass sie bei einem Wiederverkäufer das Gerät bestellen. Denn spätestens, wenn du mal eine Frage hast, läufst du nämlich ins Leere, denn die werden dir nicht antworten. Ein Hersteller wird dir antworten und wenn du diesen Laser hier bei Triumph beziehst, kriegst du auch eine Kontaktkarte direkt dabei, wo mal E-Mail, wo Telefonnummer drauf ist, wo zum Beispiel, wo du über WeChat mit ihm kommunizieren kannst, mit dem Servicetechniker. Und hast die Möglichkeit, auch nach dem Kaufen mit dem Hersteller zu kommunizieren. Eine ganz, ganz wichtige Sache, vergessen die meisten immer, wenn sie irgendetwas kaufen, dass wenn irgendwas passiert, dass das zu Problemen führen kann.
je nachdem, wo man kauft. Und des Weiteren ist es nicht nur das Lasermodul, also die Lichtquelle, die sehr, sehr hochwertig hier drin ist, sondern auch das nächste sind dann hier diese Fasern. Die müssen kompatibel sein mit den Frequenzen, die wir einstellen nachher. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und spätestens, wenn das Ganze hier in dem Galvo landet und ich habe minderwertige Motoren hier drin verbaut, die die Geschwindigkeiten nicht einhalten, was dir die Spezifikation normalerweise suggeriert, dann kriege ich die Geschwindigkeiten nicht hin oder die Galvos gehen sogar kaputt. Und wenn das Ganze nicht miteinander kompatibel ist und ich Werte in der Software eingebe, die das System verarbeiten soll, dann kann es sein, dass die hier sogar die Lichtleiter kaputt gehen und dann hast du einen richtig teuren, großen Schaden. Das heißt, hochwertige Elemente brauchst du hier. Das ist komplett wichtig, deswegen gehe ich da auch nochmal speziell drauf ein. Denn wenn du da auf die billigen Geräte zurückgreifst, kann es passieren, dass du nicht lange Spaß mit deinem System hast. Ich habe gerade das Thema Frequenzen ganz kurz angesprochen. Ein Mopa Faserlaser ist ein absolutes Multitalent von der Einstellbarkeit auf dein Material. Also es kann erstmal ganz viele verschiedene Materialien lasern, da komme ich auch noch mal speziell darauf zu sprechen, aber die Einstellbarkeit dieses Systems auf das Material ist so intensiv und das ist auch ein Thema, was viele gar nicht ansprechen. Ich rede jetzt nicht über andere YouTuber, sondern über die Hersteller oder diejenigen, die dir suggerieren, dass das alles so einfach ist mit diesen Einstellen und diesen Lasern, gerade speziell was mir persönlich sehr oft über den Weg läuft, das ist das Lasern von Münzen, also das Tiefengravieren von Messing zum Beispiel. Das ist nicht so einfach, wie das aussieht in den ganzen Videos. Man muss Materialkunde erstmal machen. Also jedes Material, was ich verwende mit den Einstellungen, ist individuell, klar. Aber auch das Ergebnis ist immer unterschiedlich von den Materialien, die ich verwende. Also A, einmal von der Beschaffenheit des Materials und B, ist dann auch die Dicke des Materials. Wenn ich durch dünne Bleche laser, dann reagieren die komplett natürlich anders auf diese Laserstrahlen, auf die Energie als dickes Material. Das heißt, dann fange ich irgendwo wieder von vorne an mit meinen Einstellungen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und das sind so Punkte, da reden viele überhaupt gar nicht drüber. Also das ist nicht so einfach wie in den Videos gezeigt, in Zeitraffer. Keiner redet über Zeiten. Das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, gerade beim Tiefengravieren. Keiner redet über die Zeiten, eine Münze zu lasern. Wie lange dauert das denn? Was schätzt du denn? So eine 34 mm Münze ist natürlich, kommt es darauf an, was du möchtest, wie tief du da in das Material rein willst, wie viele Konturen da drin sind, wie viel Material du abtragen musst, weiß ich. Kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber was schätzt du denn, wie lange dauert so eine Linse, so eine Münze zu lasern? Sind das 5 Minuten oder so? Vielleicht sind es 10 Minuten. Also in den Videos, die ich sehe und man hat einen 30 Watt Laser, da ist das Video ja insgesamt ja nur 10 Sekunden lang und zeigt dir, wow, du hast eine Münze gelasert. Ich würde jetzt mal schätzen, ich habe es nicht ausprobiert, aber mit einem 30 Watt Laser eine 34 mm Münze zu lasern, die eine Tiefe vielleicht von 2 oder 5 Zehnteln aufweist, was ja schon relativ viel ist, dann glaube ich, dann lasert dieser Laser da eine halbe Stunde dran oder sogar 40 Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde es nochmal ausprobieren. Ich werde dir auf jeden Fall zeigen, was man mit 100 Watt machen kann und zeige dir auch immer die Zeit dazu und die Parameter, damit du auch wirklich weißt, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Denn hier darf man nicht lügen oder betrügen, ist ein hartes Wort, aber ich möchte dir gerne echte Daten liefern, wie man zum Ergebnis kommt. Denn das Thema soll dir ja helfen und nicht mir. Ich sitze nämlich schon bereits seit Wochen dran, um Parameter aufzuschreiben für Materialien. Wie komme ich zu dem Ergebnis? Kleines Beispiel, wenn man QR-Codes auf eine Visitenkarte drauf lasert, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sein Ziel zu erreichen. Und wenn man das dann abfotografiert, dann muss das auch funktionieren. Und wenn man die Einstellung ganz leicht verfälscht, kann es schon sein, dass das Telefon diesen QR-Code gar nicht lesen kann. Also solche Kleinigkeiten möchte ich dir gerne in meinen Videos zeigen, damit du weißt, wie es funktioniert. Warum habe ich mich jetzt für Triumph entschieden? Das ist eigentlich ganz einfach. Triumph ist ein Hersteller von Laseranlagen, nicht nur solche kleinen, sondern auch von Großanlagen. Ich empfehle dir auf jeden Fall mal auf die Seite zu gehen und das zeigt mir ein gewisses Vertrauen, dass ich weiß, was der Hersteller macht, was er verbaut, denn er schickt nicht umsonst die Anlagen in die USA, die Großanlagen, die viele, viele tausend Euro kosten, wenn er schlechtes Material verbaut. Das heißt, wenn du auf die Suche gehst,
die vielleicht nicht für Triumph entscheidest, das ist ja nur ein Vorschlag von mir, dann achte bitte darauf, was macht er noch? Baut er nur dieses einzige Produkt und immer das gleiche? Informier dich über die Komponenten, die dort drin verbaut sind, ob die auch wirklich das versprechen, was die Spezifikation anzeigt. Also Geschwindigkeit zum Beispiel von dem Gyro, hier ist 7000. Das sagen viele, manche können aber nur 4000, weil einfach die Motoren das gar nicht hergeben. Wirst du dann aber erst merken, wenn du das Produkt gekauft hast. Die Problematik ist dann halt, wie funktioniert der After Sales? Wenn du dann mit dem Hersteller, der mehrere Komponenten verbaut und die in die USA schickt und mehrere würden das reklamieren, dass dieses nicht funktioniert, dann würde es diesen Hersteller in dieser Größe nachher nicht mehr lange geben. Das ist der Grund, warum ich Triumph gewählt habe und hier meinen 100 Watt Mopa Laser jetzt stehen habe. Was kann ich denn jetzt überhaupt eigentlich mit einem Mopa Faserlaser machen, was ein Diodenlaser oder ein normaler Faserlaser nicht kann? Wir müssen dafür erstmal unterscheiden, dass dieser Mopa Faserlaser nicht einfach nur aufgrund seiner Beschaffenheit teurer ist, sondern einfach die Technik, die hier drin sitzt, ist etwas anders als ein normaler Faserlaser und bei weitem viel, viel mehr als ein Diodenlaser. Wir haben nämlich 4 Parameter, die Einfluss darauf haben, was ich mit dem Laserstrahl auf meinem Objekt mache. Ich habe zum ersten Mal die Geschwindigkeit, das ist klar, das kennen wir von jedem Laser eigentlich. Dann die Leistung, die ich einstellen kann, wie viel Watt gebe ich denn als Lichtleistung nachher aus. Und das steht ja im direkten Verhältnis zur Geschwindigkeit. Das ist bei allen Lasern eigentlich so ziemlich das Gleiche. Und ich habe noch 2 weitere Parameter, und zwar einmal die Frequenz und einmal die Pulsdauer. Diese 4 Parameter, Geschwindigkeit, Leistung, Frequenz und Pulsdauer, haben Einfluss darauf, was mit der Energie auf dem Objekt, was ich gravieren oder schneiden oder tiefengravieren möchte, passiert. Und zwar hast du hier die Möglichkeiten, von mehreren Seiten quasi an dein Ergebnis zu kommen. Das geht bei einem normalen Faserlaser nicht, wo du die Geschwindigkeit und die Leistung halt eingeben kannst. Ja? Die Pulsdauer und die Frequenz sind extrem einflussreich auf zum Beispiel das Markieren von Edelstahl, und zwar das farbliche Markieren von Edelstahl oder sämtliche Kunststoffe zum Beispiel. Da muss ich ganz wenig Leistung teilweise nur eingeben, um das Ganze zu markieren, und kann über die Frequenz und die Pulsdauer teilweise dann sogar Farben noch mit einstellen. Also ins Gräuliche, ins Schwarze. Beim Edelstahl wären es die Regenbogenfarben, die ich dadurch quasi dann kreieren kann, je nachdem, wie viel Leistung ich hier nachher ausgewählt habe. Und beim Schneiden ist es dann nicht mehr so komplex, sondern eher durch die Frequenz kann ich dann beim Messing zum Beispiel nicht nur das Messing schneiden und gravieren, sondern ich kann beim Messing auch einen Grau oder einen Weiß sogar mit auf der Oberfläche produzieren. Ich würde sagen, die Frequenz, wie kann man das einschätzen? Was hat das für eine Wirkung auf das Produkt nachher? Die Frequenz ist so ein bisschen wie Schleifpapier, die Körnung von Schleifpapier. Also je kleiner die Zahl ist von der Frequenz oder von dem Schleifpapier, desto grober ist der Abtrag quasi. Ne? Also wenn ich jetzt ein 80er Schleifpapier habe und hier eine 80er Frequenz, Kilohertz, und gehe dann auf 120, dann wird das Ganze auch feiner an der Oberfläche. So kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das Einfluss nachher hat auf mein Produkt nachher, was ich dann gravieren möchte. Was für Möglichkeiten habe ich mit einem Mopa Laser jetzt, wenn ich diese 4 Parameter habe, unendliche Parametereingabe, so kommt es mir quasi so vor, weil ich bearbeite das Thema ja schon jetzt mehrere Wochen, und es ist teilweise sogar müßig, bis Sisyphus-Arbeit richtige Parameter zu finden, denn wenn man, so wie ich, am liebsten alles auf einmal machen möchte, dann nimmt man 1 mm Messing, dann nimmst du ein 0,25 mm Messing, und da sind die Parameter auf einmal schon anders, weil das Metall halt reagiert durch die Beschaffenheit der Wärmeleitung, und auch unterschiedliche Legierungen vielleicht, wenn man die dann erwischt, führen dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also muss man sich erstmal eine Sache wirklich vornehmen. Ich sag mal, man fängt mit der Visitenkarte an, also Aluminiumblech, ich glaube es war 0,25 mm starkes Aluminiumblech, was dann noch eloxiert ist bzw. kunststoffbeschichtet. Da gibt es verschiedene Arten, und da kriegt man die schnellsten Ergebnisse eigentlich hin. Und damit fängt man dann an, und dann sagt man, okay, was passiert, wenn ich das Ganze dann auch schneiden möchte? Aluminium schneiden quasi dann, oder ich nehme eine Aluminium Business Card, die ich graviere. Man hat dann, je nachdem welche Ausführung man nimmt, ich habe jetzt eine schwarze Aluminiumkarte,
Und wenn man sie dann graviert, wird es halt weißlich quasi von der Schrift, also ein schöner Kontrast entsteht dann. Und wenn ich zusätzlich noch was rausschneide aus dieser Karte, dann habe ich natürlich ganz tolle Effekte. Ich kann zum Beispiel Logos mit reinschneiden oder rausschneiden aus der Karte und habe dann eine ganz individuelle Visitenkarte, die man sonst normalerweise nicht hat. Da ist man relativ schnell unterwegs mit den Parametern finden. Die meiste Zeit verbringe ich eigentlich beim Schneiden und auch beim Gravieren, beziehungsweise auf Metall gravieren, das farbliche Gravieren. Da schreibe ich mir immer alles in mein kleines Büchlein erstmal rein. Das ist natürlich nicht unbedingt notwendig. Man kann eine Library, also eine Bibliothek quasi im Programm nachher erstellen. Aber für mich erstmal zum Anfang schreibe ich mir alles nieder und schreibe es nicht in die Software rein, sondern dann wirklich erst in die Software, wenn ich die Parameter richtig gefunden habe. Und dann macht es ja auf jeden Fall Sinn, denn man kann noch viel mehr einstellen in der Software, um Ergebnisse zu verändern. Dann kommt es dann nachher darauf an, wenn ich etwas graviere, wie graviere ich das Ganze? Graviere ich das, ich sag mal, als Positivbild oder als Negativbild und fahre ich die Konturen nachher nochmal extra ab oder mache ich das nicht? Und so viele Details kann man einstellen, die ich selber alle noch gar nicht weiß, die dann zu einem ganz anderen Ergebnis nachher führen und zu Ergebnissen, die man vielleicht auch gar nicht erwartet hätte, weil man es aus Versehen eingegeben hat. Also auch total interessant. Aber die Message soll hier sein, du musst dir bewusst sein, das ist nicht einschalten, was drunter legen, du drückst drauf auf Power und dann kommt da ein wunderbares Ergebnis raus. Das ist es nicht. Du musst dir auf jeden Fall im Vorfeld ein kleines bisschen Zeit nehmen für dein Material. Ich kann dir jetzt gar nicht aufzählen, was man alles mit diesem Laser machen kann, weil das Spektrum wirklich extrem in die Breite geht. Ich sag mal so, die groben Fakten, würde ich sagen, sind auf jeden Fall Aluminium gravieren, Tiefen gravieren und schneiden, Messing, Tiefen gravieren, schneiden, also Münzen quasi, was du in den Medien halt immer siehst, diese schönen geprägten Münzen, also gelaserten Münzen, die nachher aussehen wie geprägte Münzen. Da auch nochmal der Hinweis, je nachdem, wie viel man runternimmt, hat man eine raue Oberfläche, da musst du vielleicht sogar daran denken, das dann Trommel zu polieren, damit du wirklich eine super schöne Oberfläche nachher hinkriegst. Das sagt dir auch nicht jeder, dass man das machen soll. Auch beim Schneiden von Messing oder von anderen Metallen entsteht ein leichter Grat, den will man natürlich auch nicht haben und du willst ja auch nicht daran rumfeilen nachher, um das Ergebnis zu versauen. Da muss man das dann auch nachher noch aufpolieren, um wirklich ein perfektes Ergebnis hinzubekommen. Man kann Kunststoff gravieren, fährt die Leistung da extrem runter, weil Kunststoff gar nicht so viel Leistung benötigt, kann man die Geschwindigkeit wieder hochsetzen. Man kann Keramik damit beschriften, man kann Steine gravieren, Tiefengravuren in Steine reinmachen, also dieses typische 3D-Relief oder 2,5D, wo man drüber schon öfters vielleicht gelesen oder gesehen hat, was ganz tolle Ergebnisse nachher mit sich bringt, wenn man etwas tiefengraviert mit einer entweder STL-Datei mit einer Bilddatei als PNG, wo man dann in einem Relief mitarbeitet, über die Grautöne quasi, oder man erstellt sich selber aus SVG-Dateien, also skalierbare Vektordateien, erstellt man sich dann selber ich sage jetzt mal einen Schriftzug und da kann ich dann entscheiden, möchte ich diesen Schriftzug haben oder reingraviert und dann kann ich dann nachher auch noch die Schichttiefen einstellen, also es ist wirklich extrem viele Möglichkeiten, was man machen kann und man kann sich da kreativ komplett drin auskotzen in diesem Thema. Also so geht es mir auf jeden Fall, weil man eigentlich alles auf einmal machen möchte und man muss es wirklich Schritt für Schritt durchgehen, das ganze Thema. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein über den 100 Watt Mopa-Laser von Triumph. Du wirst in den nächsten Folgen dann Ergebnisse sehen. Ich denke mal, das nächste könnte Tiefengravur in Münzen sein, weil mich das selber sehr interessiert. Und auch das Schneiden von Messing. Aluminium ist ungefähr ähnlich und wie man die unterschiedlichen Farben auf dem Messing dann darstellen kann. Und ja, da gibt es noch so viele andere Themen. Das werden auf jeden Fall mehrere Folgen werden. Jetzt ist genug mit dem Blabla und ich würde sagen, du siehst mich in der nächsten Folge.